Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin der Uli und heute möchten wir dir zeigen, wie du deine Hocke- und Hüftmobilität, also die Beweglichkeit in den Hüftgelenken mit nur einer einzigen Übung in kürzester Zeit optimieren kannst. Los geht's und viel Spaß dabei! Als medizinischer Trainingstherapeut schaue ich immer nach speziellen Trainingsübungen, die für den Patienten oder Kunden zum einen möglichst einfach auszuführen, aber gleichzeitig auch höchst effektiv in der Wirkung sind. Häufig sehe ich Trainierende, die zwar die notwendige Kraft im Hüftbereich haben, um zum Beispiel Kniebeugen auszuführen, aber nicht die optimale Beweglichkeit. Du fragst dich nun vielleicht, warum die Hüftbeweglichkeit so wichtig ist? Ganz einfach, nur mit optimaler Beweglichkeit kannst du über den vollen Bewegungsradius der Übung trainieren und so das Maximum an Muskelwachstum und Kraftgewinn erzielen. Das heißt, erst wenn Kraft und Beweglichkeit bzw. Mobilität eng verzahnt zusammenarbeiten, entsteht ein perfektes Ergebnis. Okay, genug der Theorie, auf geht's direkt rein in die Übung. Schritt 1. Du suchst in deiner Gegend nach einem Möbelstück, einer Tür oder einem Griff oder einer sonstigen stabilen Möglichkeit, wo du dich sicher festhalten kannst. Schritt 2. Nun hältst du dich an dem Objekt fest und begibst dich langsam in die Hocke, so wie du früher schon als kleines Kind gehockt oder gesessen und gespielt hast. Als Kind war das noch leicht, aber für uns nun als Erwachsene wirst du merken, dass hier schon gewisse Einschränkungen in deiner Beweglichkeit vorliegen. Achte darauf, dass die Hockbreite etwas breiter als schulterbreit ist und die Füße leicht nach außen rotiert sind, also so etwa 10 bis 15 Grad. Es soll quasi die Position sein, die du oder dein Kunde dann auch im Training zum Beispiel bei Kniebeugen verwenden würden. Hinweis: Eventuell kann es sein, dass du die Hocke gar nicht vollständig einnehmen kannst, ohne dass deine Fersen komplett auf dem Boden bleiben. In vielen Fällen ist nämlich die Wadenmuskulatur so verkürzt, dass hier ein vollständiger Bodenkontakt nicht möglich ist. Das Problem kannst du lösen, indem du einfach flache Holzbretter oder Bücher unterlegst und so einfacher in die Endposition gelangst. Kleiner Tipp: Versuche von Mal zu Mal weniger Fersenunterlagerung zu benutzen, bis du ganz ohne auskommst. Das ist das Ziel. Schritt 3. Spüre nun die Hocke und lasse dich immer tiefer nach unten einsinken. Wenn du eine Dehnung bzw. ein Ziehen im Beckenbereich und auch den Oberschenkel spürst, bist du absolut richtig. Steigerungsformen. Wenn du die Hockposition schon gut eine Minute lang aushalten kannst, versuche den Trainingseffekt durch insgesamt 3 Steigerungsformen noch zu erhöhen. Erstens. Bringe den Oberkörper immer weiter in die Streckung. Das ist die sogenannte BWS oder Brustwirbelsäulenextension, sodass du die Brustwirbelsäule so aufrecht wie möglich halten kannst. Diese Position ist später wichtig für eine perfekte Kniebeuge. Zweitens, halte dich immer weniger fest und versuche die Balance auch ohne Hilfsmittel zu halten, aber achte weiterhin auf deine aufrechte Wirbelsäule. Drittens, zuletzt noch, versuche deine Brustwirbelsäule leicht in die Rotation zu bringen, indem du immer abwechselnd einen Arm nach hinten oben streckst und deinen Oberkörper mitdrehst und hinterher schaust. Die Brustwirbelsäule bekommt so die wichtige Rotationsbewegung, die im Alltag viel zu wenig durchgeführt wird. Um eine maximale Rotation zu erreichen, halte dich am besten immer mit einem Arm fest. Merke dir: Rotation und Extension sollten für die BWS regelmäßig im Training geübt werden, denn nur dann ist die Brustwirbelsäule auch stabil genug und kann besser höhere Lasten, wie zum Beispiel die Aufnahme einer Langhantelstange, tolerieren. Das Fazit: Wenn du die Hocke nach dieser Anleitung 2-mal pro Woche trainierst, solltest du irgendwann in der Lage sein, aufrecht, stabil und ohne Festhalten die Position 2 Minuten halten zu können. Du wirst so immer sicherer, balancierter und schaffst dadurch die perfekte Grundlage,
um auch komplexe Hüftbewegungen wie die Kniebeuge unter Last korrekt und mit passendem Bewegungsausmaß erfolgreich durchführen zu können. Achtung! Hier noch schnell eine spannende Wiederholungsfrage, um dein Wissen zu festigen. Frage: Welche Hockposition eignet sich am ehesten zum Üben und ist auch für die Kniebeuge eine gute Positionierung? Na, richtige Antwort ausgewählt? Super! Wenn du übrigens dein Hobby zum Beruf machen willst, dann melde dich doch bei einer unserer Zertifikatsausbildungen an. Bei uns kannst du dich zum echten Profi und Spezialisten ausbilden lassen. Alles zu 100% online, ohne Vorkenntnisse und das Beste, du kannst jederzeit starten. Cool, oder? Die Links zu unseren Akademien findest du in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch viel Freude bei der Ausführung der neuen Techniken und hoffen, dass wir euch weiterhelfen konnten. Viel Spaß dabei!